Kampfjet-Piloten der Schweizer Armee als Popstars. Bei einer Flugschau in Emmen schreiben sie Autogramme wie am Fließband. Ihre treuesten Fans folgen ihnen zu jedem Flugevent. Bilder wie diese brachten Generationen von Jugendlichen zum Träumen. Doch in den letzten Jahren wollen immer weniger junge Männer und Frauen Militärpiloten werden. Der Job im Düsenjäger-Cockpit hat seinen Nimbus als Traumberuf etwas eingebüßt. Immer weniger Kandidaten melden sich zum Eignungstest. Die Schweizer Luftwaffe hat ein Rekrutierungsproblem. Was ist der Grund? Der eine ist sicher auch, dass die Jugendlichen natürlich heutzutage sehr viele Möglichkeiten haben und dass sich die durchaus, und das ist positiv zu werten, sich auch Gedanken machen, was gibt es sonst noch für Optionen. Und ein Grund könnte auch gut sein, dass wir die Luftwaffe wenig präsent haben im Himmel, aber auch auf den Flugplätzen. Wir haben nicht mehr Hunderte von Kampfflugzeugen und Dutzende von Militärflugplätzen. Also die Luftwaffe ist nicht mehr so sichtbar wie früher. Militärpilotenschüler müssen die Offiziersschule absolviert haben und militärisch beginnt auch der Unterricht im Theoriesaal. In der Vergangenheit mussten die Jungpiloten an einer Hochschule 4 Jahre lang noch zusätzlich alle Aspekte der Aviatik büffeln, bis sie endlich ins Cockpit steigen konnten. Wegen des Pilotenmangels hat man das Ausbildungskonzept geändert. Die lange akademische Ausbildung fällt weg. Sie kann später nachgeholt werden. Ich glaube, bei den Jugendlichen kommt das noch gut an. Sie sind früher im Cockpit, rund 2,5 Jahre in einem F-18, jetzt etwa mit 4,25. Und wenn gerade einer einen Bubentraum hat zum Fliegen, ist er doch wahrscheinlich möglichst kribbelig, dass er schnell ins Cockpit kommt. Auf dem Flugplatz von Locarno führen Fluglehrer ihre Schützlinge in das 1x1 des Fliegens ein. Geübt wird in PC-7-Doppelsitzern des Stanza-Herstellers Pilatus. Ich glaube, wenn man einmal, wie wir es jetzt heute zum Beispiel machen, über die Alpen geflogen ist und dort rausgeschaut hat und es wird einem einfach bewusst, das schaffe ich, das ist mein Job, dann sagt man sich einfach, hey, das ist jede Mühe wert, das ist genial. Es ist einfach die Herausforderung, die mich packt. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus guter Selbsteinschätzung, Konzentrationsvermögen, können in mehreren Dimensionen denken und ein bisschen gut mit Zahlen umgehen auch. Wie hat sich die Anforderung an junge Piloten, wie hat sich das geändert in den letzten 20, 30 Jahren? Das Flügerische ist immer noch ein wichtiger Parameter. Also man muss gewisse Talente mitbringen, die man erschult, dass man das Flugzeug beherrschen kann in der 3. Dimension. Was echt zusätzlich jetzt noch ist die ganze Kopfarbeit, sage ich. Das ist die ganze Datenflut, Interpretation von Bildschirmen. Und das ist natürlich dort in diesem Bereich Kopfarbeit hat das sicher zugenommen. Früher waren es Tausende. Heute melden sich nur noch 400 junge Frauen und Männer jährlich zu den Eignungstests. Weniger als ein Dutzend schafft die Selektion. Eine große Hürde bedeutet der medizinische Test, denn die körperlichen Anforderungen im Cockpit sind enorm. In allererster Linie sind das die Belastungen von der Beschleunigung. Man muss sich vorstellen, ein Kampfjet bringt bis zu 9 G an. Das heisst, der Körper wird mit dem 9-fachen vom Körpergewicht in den Sitz hineingepresst. Und man muss das aushalten, vom Herz-Kreislauf-System her, wie auch vom Bewegungsapparat her. Nur wenige Bewerber erfüllen die Anforderungen. Deshalb hofft die Luftwaffe mit dem neuen Ausbildungskonzept, zusätzliche Kandidaten zu finden. Schneller im Cockpit, das Konzept kommt bei den Jungpiloten gut an. Für die Neuen ist es attraktiver geworden, in dem Sinne, dass sie früher auf einen F-18 kommen und fliegen. Aber ich denke, so hinten raus für die Karriere jetzt macht es so einen grossen Unterschied, macht es auch wieder nicht. Kommt ein bisschen darauf an, was man machen will. Im Moment findet die Armee noch knapp genügend Piloten. Doch die Umstellung des Luftpolizeidienstes auf 24-Stunden-Bereitschaft könnte zu Engpässen führen.